Das Mindset der Überflieger. Verändere dein Mindset und du veränderst dein Leben. Das ist die Überschrift dieses Videos und genau darum wird es heute gehen, um das Thema, wie kann ich eigentlich mein Mindset professionalisieren oder meine Einstellung zu vielen Dingen einfach verbessern, um damit besser meine Ziele zu erreichen. Denn viele Menschen fragen sich, eigentlich kann ich doch technisch alles. Ich habe doch eigentlich viel drauf. Warum werde ich eigentlich nicht erfolgreich, so wie ich es mir wünsche? Warum bringe ich eigentlich die Leistung nicht auf die Straße? Und genau zu diesem Thema habe ich heute die Sadia da. Sie ist eine Mindset-Mentoring und wird uns heute erzählen, wie kann ich erfolgreich werden, wenn ich mein Mindset öffne und mich verändere zu einem Besseren. Eine besonders coole Story ist eigentlich auch, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich habe im Internet nach Töpfen und Pfannen für die WG gesucht und irgendwie spontan ging dann eBay Kleinanzeigen auf und da habe ich einen Flo gesehen, der seine Töpfe und Pfannen verkauft hat. Und ich gedacht, ey, okay, Flo, das attracted, Gleiches zieht sich an. Und kam auch aus Nürnberg und dann haben wir uns kurz miteinander verständigt, haben den Preis ausgehandelt und dann bin ich zu diesem Florian gefahren und wer war da noch beim Florian? Die Sadia, und auf einmal haben wir über Mindset gesprochen und sie hat mir auch gleich ihr Buch geschenkt, kann ich noch mal kurz vorstellen an der Stelle, das heißt Alpha Mindset von Sadia Akhtar, wie du voller Kraft und Lebensfreude deine großen Ziele durch das Alpha-Mindset erreichst. Und ich selber finde auch, dass der Umgang bzw. die Professionalisierung des eigenen Mindsets unheimlich wichtig ist, Erfolg zu haben. Deswegen habe ich auch Spaß an solche Dingen wie Community-Reisen, wo Menschen, die schon erfolgreich sind, vielleicht mit Menschen, die noch erfolgreich werden, zusammen ihre Zeit verbringen, denn ein gutes Mindset, eine gute Einstellung färbt ab, denn andere fragen sich, oh, wie macht er das, sehen dann oft, wie der denkt und versuchen den dann zu modellieren. Auch eine gute Erfolgstechnik, weil wir euch natürlich immer maximalen Content weitergeben wollen und ich so begeistert war, endlich mal eine Mindset-Mentorin kennenzulernen und dann auch noch so mit so einem lustigen Zufall habe ich sie gleich eingeladen, hier uns zu bereichern mit ihrem Knowledge. Und jetzt freue ich mich, dass die Sadia sich einfach mal kurz selber vorstellt. Erzähl doch mal, wer bist du denn so? Ja, danke für die Einladung. Das ist natürlich ein mega schöner Zufall gewesen, uns kennenzulernen. Ja, mein Name ist Sadia Akhtar. Meine absolute Berufung ist es, Menschen dabei zu helfen, ihr Mindset auf die nächsten Ebenen zu bringen, weil es elementar wichtig ist, für ihre großen Ziele wirklich auf höhere Mindset-Ebenen zu kommen. Ansonsten werden Träume einfach immer Träume bleiben und ich kann es einfach nicht sehen, wenn Menschen nur träumen und nicht in die Umsetzung kommen. Aus dem Grund liebe ich es einfach über alles, Menschen dabei zu helfen, in ihre großen Erfolge zu kommen. Wie nennt man jemanden eigentlich von der Berufsbezeichnung her, die sich oder der sich mit dem Thema Mindset auseinandersetzt? Ja, viele Menschen nennen sich natürlich Mindset Coach oder Bewusstseinscoach oder Life Coach. Also da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Ich kenne das ja aus dem Sport. Ja. Also die meisten Menschen, die dort sehr erfolgreich sind, die haben alle irgendwie einen Mindset-Coach, Mentaltrainer, letztendlich, die ihnen hilft, zur absoluten Leistung zu bringen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, auch Mindset-Mentor zu werden oder jemand möchte sich beruflich für dieses Thema oder interessiert sich für dieses Thema, was gibt es da eine Ausbildung oder was muss ich eigentlich tun, um selber Mindset-Mentor zu werden? Ja, natürlich, Ausbildungen sind schon wichtig. Für manche Menschen ist es wichtiger, für andere weniger. Aber es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, es ist die Erfahrung mit Menschen. Wenn du es nicht schaffst, mit Menschen zu arbeiten, sie wirklich an ihr Ziel zu bringen, weil das Ergebnis steht im Vordergrund, hilft dir die Ausbildung auch nicht wirklich viel. Ja, ich meine, wir sind gerade eben sehr breit aufgestellt im Coaching-Markt. Viele Menschen sind gerade Coach und legen sehr viel Wert auf die Ausbildungen und versuchen das durchzudrücken. Hauptsache, sie haben den Titel. Aber ich persönlich halte nicht wirklich viel davon, von einer Ausbildung zur anderen Ausbildung zu gehen, sondern ich empfehle halt auch wirklich den Menschen, arbeite mit Menschen und schau, welche Ergebnisse du zusammenbringst. Weil der Titel und die Ausbildung bringen dir im Nachgang auch nichts, gar nichts, wenn die Menschen, mit denen du arbeitest, keine Ergebnisse erzielen. Stimmt. Also das ist eine extrem coole Einstellung. Ich selber habe auch in meinem Leben gerade am Anfang den Fehler gemacht, immer gedacht habe, eine Weiterentwicklung, eine weitere Qualifikation mit verschiedenen Titeln. Deswegen habe ich ja irgendwie alles vom Doktortitel über MBA, über Diplomkaufmann, über alles, was man sich so vorstellen kann, weil ich immer selbst gedacht habe, dadurch werde ich besser, bis ich eigentlich irgendwann mal verstanden habe, ey, ich bin eigentlich gut genug. Ja. Ich muss halt einfach mehr ins Tun kommen. Und das ist das Thema, also oft das Thema einfach machen und sich ausprobieren. Dann auch ein
ein eigenes tüftelndes Weiterentwickeln ist sehr wertvoll. Oder auch eine Kombination, finde ich auch ganz gut, mal sich Wissen kaufen, mal tüftelndes Weiterentwickeln. Und wenn man das Gefühl hat, dass man im einen oder anderen Weg nicht mehr weiterkommt, dann kann man sich wieder Wissen dazu buchen, Wissen dazu kaufen, Wissen erwerben, um dann wieder den nächsten Schritt zu machen. Und auch jeder ist ein anderer Lerntyp. Ja. Der eine, der lernt am besten durch Unterhaltung mit anderen. Der andere lernt am besten, wenn er sich ein YouTube-Video reinzieht. Der nächste liest gern, weil wir auch verschiedene Sinneskanäle haben. Und so lernt natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich. Und deswegen ist es eigentlich mal wichtig, sich auch den Sinneskanal oder auch im Zeitlauf seines eigenen Lebens die Lernmethode anzueignen, mit der man am erfolgreichsten ist. Viele quatschen ja über Mindset. Was ist das Thema Mindset eigentlich auch? Oder anders, wie definierst du für dich eigentlich den Begriff Mindset und für deine Kunden? Mindset ist mittlerweile ein Trendwort geworden. Jeder spricht halt irgendwie von Mindset und irgendwie ist es ja auch immer wichtig. Aber keiner weiß so wirklich damit anzufangen, weil es jeder auch anders definiert. Für mich ist es ganz klar das Fundament eines Hauses. Ja, es kommt darauf an, welch ein Haus du bauen willst. Möchtest du ein Reihenhaus bauen oder möchtest du einen Wolkenkratzer bauen, so wie es in Dubai ist? Je nachdem brauchst du halt wirklich ein sehr starkes Fundament. Ja, und man fängt beim Fundament an, baut das auf und hat dann die Möglichkeit, in die Höhe zu bauen. Cool. Und den Fehler, den halt auch sehr viele Menschen machen, ist halt, dass sie beim Dach anfangen, da Geld investieren, ins Bad investieren und irgendwann haben sie halt kein Geld mehr. Weil sie wollen schnelle Ergebnisse. Genau. Und fangen nicht unten an, sondern denken, sie fangen schon beim Ergebnis an. Also viele mögen nicht den Prozess, sondern sie wollen nur das Ergebnis. Richtig. Und darauf haben sie natürlich auch oft das Risiko, dass sie dann auch auf Schurken reinfallen, die ihnen den kurzen Weg versprechen, den Fast Track, den es für manche einfach gar nicht gibt. Ne? Und dadurch fangen die Leute halt am Dach an und wundern sich dann, warum alles zusammenstürzt. Absolut. Das ist genau wie beim Vermögensaufbau. Deswegen, ich mag deine Bauanalogien natürlich. Aber wie beim Vermögensaufbau, zuerst muss man mal lernen, wie man überhaupt Geld verdient. Dann muss man erstmal lernen, wie man Geld behält. Und wenn man lernt, wie man Geld verdient hat und wie man es behält, dann kann man eigentlich erst lernen, wie man investiert. Aber wenn man gleich mit dem Investieren anfängt, dann fängt man halt auch an mit großen Krediten und Schulden. Und dann bringt man sich selber in die Bedrulle. Und gerade da ist auch wichtig, einfach mal so verschiedene Phasen auch zu durchleiden, Geduld zu lernen, Disziplin sich anzueignen, um am Ende im Prinzip erfolgreich zu sein. Also wieder das gleiche Thema. Brauche ich eigentlich irgendein besonderes Talent oder ist es eine Fähigkeit? Weil du musst ja auch das Mindset anderer erstmal erkennen und irgendwie definieren, um den Status zu erfassen, um dann sich weiterzuentwickeln. Braucht man dazu irgendwie ein besonderes Talent, andere Menschen auch zu erkennen, wo sie mindset-technisch stehen? Ja, es ist definitiv eine Fähigkeit, die man braucht. Also ich glaube nicht, dass man sich einfach hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich arbeite jetzt mal an deinem Mindset, sondern da steckt halt extrem viel Erfahrung dahinter. Von verschiedenen Menschen, von Gesicht zu Gesicht. Jeder Mensch ist anders. Es gibt keine gleichen Menschen oder zweimal den gleichen Menschen. Du musst dich halt sehr, sehr gut in die Situation dieses Menschen reinversetzen und ganz genau feststellen, warum kommt er da gerade nicht hin, wo er hin will. So, was ist genau die Herausforderung, die er hat und ihn halt genau da abholen, wo er steht. Ja, und diese Fähigkeit braucht man definitiv. Ansonsten wird man halt selber zu einem Fall, der Hilfe braucht in dem Moment. Klar. Und die Menschen kommen ja zu einem, weil sie Hilfe brauchen. So, und dann muss man liefern, dann muss man die Menschen auch wirklich an ihr Ziel bringen können. Und das lernt man natürlich auch durch Ausbildungen, aber nicht zu 100%. Vielleicht, um nochmal eine Hilfestellung zu geben, ein Mindset kann man eigentlich klar definieren als Weltanschauung, die jemand mit sich bringt. Ja. Und die Weltanschauung, die du hast, die baut sich auf aus den verschiedenen Lebenserfahrungen, die man gesammelt hat, auf den Glaubenssätzen, die im Prinzip ein Mensch vereinigt. Am Ende ist man ein Set von Erfahrungen und Glaubenssätzen, die dafür sorgen, dass du in bestimmter Art und Weise halt handelst, wie du handelst. Oder anders ausgedrückt, in den 2 Sekunden, wo du Entscheidungen triffst, zwischen es trifft was auf dich zu, du musst dich jetzt entscheiden und die Art, wie du dich entscheidest, diese 2 Sekunden der Entscheidung, also deine Entscheidungsqualität, die basieren im Prinzip, also wie du dich entscheidest, basiert auf das Mindset, was du hast. Und wenn du eben dein Mindset gut entwickelt und professionalisiert hast, dann triffst du in den richtigen Situationen eben die richtigen Entscheidungen. Und wenn du dein Mindset eben auf, sag ich mal, Loss eingestellt hast, also du hast ein Loser-Mindset vielleicht sogar entwickelt, dann hast du im Prinzip alles getan,
um dein Mindset, um dich selber so zu programmieren, dass du in den richtigen Momenten einfach immer die falschen Entscheidungen triffst. Weil am Ende haben wir alle Menschen gleich viel Glück und gleich viel Pech. Man könnte auch sagen, dass Scheiße normal verteilt ist. Wir haben alle das gleiche Pech, weil viele denken ja, die nicht erfolgreich sind, der hätte mehr Pech als andere. Das stimmt gar nicht. Sondern der Unterschied ist eigentlich immer, was mache ich draus? Und dieses, was mache ich draus, wird definiert durch mein Mindset. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, natürlich sich auch mit der Thematik Mindset auseinanderzusetzen. Habe ich eigentlich die richtige Einstellung, damit Erfolg überhaupt möglich ist? Oder verhindere ich mich und meine Lebensträume eigentlich selber? Das sind ja oft auch wesentliche Punkte dabei. Kann ich eigentlich auch selber ohne einen Mindset-Coach, so nach dem Motto do it yourself, manche bauen ja auch ihre Wohnung selber aus und holen sich keinen Handwerker. Kann ich eigentlich auch mein Mindset selber bearbeiten und selber professionalisieren? Oder brauche ich dafür immer einen Coach? Das ist einfach einfacher, wenn ich mir da Hilfe hole. Es kommt immer ganz darauf an, auf die eigene Stärke und auf das eigene Bewusstsein. Wenn du dir jetzt darüber bewusst bist, wo gerade der Stolperstein liegt oder warum du gerade nicht vom Fleck kommst und du in dem Moment auch weißt, woher du genau dafür dieses Wissen kriegst, kannst du definitiv auch selber dafür sorgen, dich weiterzuentwickeln. Wenn es jetzt aber so ist, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst und nicht weißt, wo du anfangen sollst oder ansetzen sollst oder was du gerade brauchst, um vorwärts zu kommen, dann ist es sehr empfehlenswert, jemanden zu fragen, der schon da ist, wo man selber hin will. Klar. Ganz klar. Ganz klar, ja. Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist so. Für jeden ist es offensichtlich, was dein Problem ist. Genau. Nur für dich selber Nur für nicht. dich selbst nicht, ja. Und für da ist es halt wirklich unbezahlbar, wenn man wirklich auch mal jemanden bezahlt und sagt, gib mir doch mal ein neutrales Feedback. Genau. Und weil normalerweise vergebe ich mich auch Menschen, die mich mögen. Ja. Und die vielleicht sogar ähnlich sind wie ich. Das heißt, ich befinde mich unter einer Gruppe von Blinden. Ja. Und dann ist es ja oft dann schwierig, die Sonne zu sehen. Genau. Ja, und deswegen ist es eigentlich, kenne ich absolut, das mache ich ja selber auch, ich investiere für mich auch selber immer wieder in Fortbildung, einfach um andere Perspektiven zu kriegen, die ich selber für mir so gar nicht erschließen könnte. Ja. Weil letztendlich haben wir alle unser bestimmtes Mikroskop und gucken immer auf einen bestimmten Punkt, aber sehen oft die gesamte Welt in Summe nicht. Genau. Ja, und das ist das Problem. Und das Schlimmste ist eigentlich, also man merkt daran, dass man blind ist, wenn man das Gefühl hat, man macht alles richtig, aber es geht nicht weiter, aber man glaubt auch, dass einem keiner helfen kann. Dann weißt du eigentlich, du bist total blind. Ne, weil dann bist du eigentlich ein Ignorant. Diese Erfahrungen machen sehr, sehr viele Menschen. Absolut. Also ich hatte das Gespräch jetzt auch, viele sagen halt, ja, es ist mein Schicksal. Genau, das ist noch schlimmer. Ja, es ist mein Schicksal, Ja. ich komme nicht weiter, ich bin dem ausgeliefert. Aber so ist es halt nicht, weil du hast es immer selber in der Hand. Klar. Natürlich mit diesen Ansagen mache ich mich selber klein. Ja. Wenn ich einfach sage, das ist mein Schicksal, nie Glück zu haben. In meiner Familie hatten sie schon immer Pech. Genau. In meiner Familie hat noch nie jemand studiert. Ja. In meiner Familie war noch nie jemand erfolgreich. Ja, warum soll es dann du werden? Und dann wirst du das auch nie. Genau. Sondern im Prinzip geht es darum, sich zu sagen, ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Ich bin der Erste in meiner Familie, der Millionär geworden ist. Ich bin der Erste in meiner Familie, der das erste Mal eine Immobilie hatte. Ich bin der Erste, weil ich bin der jetzt quasi das Familienkonzept durchbricht und verändert. Weil ich kann es. Und am Ende kann es eigentlich fast jeder, wenn er schafft, im Prinzip zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Eine Fähigkeit, die man halt braucht, ist die Fähigkeit der Reflexion und annehmen zu können. Ne? Ja, weil du jetzt gerade das Familienkonstrukt angesprochen hast. Einfach ein Beispiel zu wählen. Genau, Ne? es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, sich das anzuschauen, weil viele machen den Fehler und duplizieren ihre Vorfahren. So, und genau das ist wirklich eine Riesenherausforderung, weil du gibst es an deine Kinder weiter. Deswegen nutzt die Möglichkeit und fahre deine Vorfahren vor. Das heißt, dupliziere nicht das, was sie getan haben, sondern mach's besser. Es soll dich nie aufhalten, wenn deine Eltern oder Großeltern nicht erfolgreich waren, sondern das sollte der größte Ansporn sein, Gas zu geben, Klar. weil das ist das Vorbild, was deine Kinder haben. Und es ist halt auch so schwierig, sich aus diesem Rahmen zu befreien, weil du wurdest ja, wenn du, sagen wir mal, bis 18 zu Hause gelebt hast, 18 Jahre infiltriert. Du hast ja 18 Jahre den Wertekanon deiner Eltern mitbekommen, Genau. den Wertekanon deiner Freunde mitbekommen. Im Prinzip bist du ja die Summe, die dich umgeben, weil das ist, was du gelernt hast. Und entsprechend ist es also unheimlich schwierig, dann auch selber alleine, ohne Hilfe, sich im Prinzip auf die nächste Ebene zu begeben, weil woher soll denn der Geistesblitz kommen, Ja. dass
die Menschen um dich rum es vielleicht hätten besser machen können. Und das ist natürlich auch indirekt dann Kritik an der eigenen Familie oder im positiven Sinne. Kritik wird ja oft schlecht verstanden, aber zu sagen, hey man hätte es ja viel besser machen können oder anders machen können. Nicht besser, aber vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen, der zu anderen Ergebnissen führt. Und das ist schwierig, weil man muss im Prinzip sich diese ganzen Bande erstmal aufknüpfen, die Kabel, die Schnüre trennen und sich selbst dazu entscheiden, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und das ist für jedes Individuum eigentlich wichtig, wenn es sich selber finden will, halt auch die alten Verbindungen zu kappen und zu sagen, ich bin ich und ich gucke jetzt, was zu mir passt, wo meine Berufung ist und genau diesen Weg gehe ich. Und das kann natürlich dann auch der Erfolgsweg sein. Und das ist natürlich super. Um vielleicht mal ganz konkret zu werden, wenn ich jetzt zum Beispiel Immobilienprofi werden will oder machen wir mal ein kleineres, handfesteres Beispiel. Ich habe jetzt vor, Pokerprofi zu werden, aber ich tue mich total schwer als Pokerprofi. Irgendwie verliere ich immer. Ja. Also ich gebe mir Mühe und habe auch viele Bücher gelesen, habe einige Kurse besucht, suche mir absolute Fachtrainer, die sich auskennen, aber irgendwie kriege ich in dem Bereich keinen Fuß aus dem Boden. Das ist wirklich ein echtes Beispiel. Also ich habe auch Bereiche, in denen ich einfach nicht gut bin. Aber ich würde gerne gut sein, weil mir macht das Pokerspielen total Spaß. Wie würdest du mir jetzt helfen können? Wie würde das jetzt laufen? Also an der Stelle ist es erstmal unrelevant, was genau du erreichen willst, ob es jetzt ein Pokerprofi ist oder ein Fußballprofi oder ein erfolgreicher Unternehmer, weil im Endeffekt reicht schon eine negative Konditionierung aus der Kindheit, die dich daran hindern kann, genau dieses Ziel zu erreichen. Also es reicht schon, wenn dir irgendjemand mal in deinem Umfeld von der Familie gesagt hat, du wirst kein Fußballprofi, hör mal auf, so viel zu träumen, dann hängt das halt so tief im Unterbewusstsein drinnen, dass du dieses Ziel definitiv nicht erreichst, weil das ja auch eine gewisse Programmierung ist, die auf dich einwirkt und dein Handeln verhindert, genau die notwendigen Schritte zu tun, um ein Fußballprofi oder ein Pokerprofi zu werden. Sehr guter Punkt. Und wie würdest du mir jetzt konkret helfen, als verlorene Seele da in diesem Punkt? Ja, an dem Punkt müssten wir wirklich erstmal uns miteinander unterhalten, weil genau allein aus dem Sprechen kann ich schon ganz genau erkennen, woran liegt es? Ist es eine negative Konditionierung oder gibt es andere Punkte, die dich daran hindern, genau an diesen Punkt und an dieses Ziel zu kommen? Weil da muss man wirklich ganzheitlich gucken. Weil als Beispiel, wenn du jetzt Fußballprofi werden willst und du jetzt mal überspitzt gesagt, du isst jeden Tag nur McDonald's, dann ist klar, dass du dieses Ziel nicht erreichst. Also dann kannst du eine negative Konditionierung haben, die auch wiederum dazu führt, dass du dich schlecht ernährst. Also kann auch sein, dass ich mich selbst sabotiere. Richtig, es über ist die Konditionierung. Selbstsabotage. Das ist eine Selbstsabotage. Über die Konditionierung. Und mit deinen Techniken bist du in der Lage, diese Selbstsabotage oder diese negativen Konditionierungen aufzulösen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also es sind weniger Techniken. Ich kann den Erfolg von meinem Kunden nicht mehr wollen als er selbst. Das heißt, der Hinweis darauf, dass es eine Selbstsabotage ist, reicht meistens schon, um den Menschen bewusst zu machen, okay, krass, das hat daran gelegen und da löst sich dann eigentlich schon auf. Also viele Menschen versuchen krampfhaft immer zu versuchen, die Dinge aufzulösen, aber es kann auch ganz einfach sein, indem man sich dem bewusst wird, eine Entscheidung trifft und sagt, okay, ich lasse mich jetzt davon nicht mehr beeinflussen. Egal wer oder was mir das irgendwann mal eingeredet hat, ich entscheide jetzt, genau dieses Erfolgsdenken anzunehmen und dadurch verändern sich halt auch direkt die Handlungen, die dann auch wirklich zum Ziel führen. Super spannend. Ich glaube, ich buche jetzt mal als Pokerpflaume einen Kurs und werde dann der Poker-Superspieler. Alles ist möglich, man kann alles werden. Sehr cool, also sehr konkret geworden, hat mich jetzt total fasziniert, fand ich jetzt wirklich super spannend. Vielleicht kannst du noch ergänzend sagen, wie genau du dann vielleicht auf mich einwirkst, also versuchst du meinen Verständnisprozess zu unterstützen, dass ich da klarer werde, weil ich verstehe es schon so, dass ja auch eine sehr empathische Gabe dazu gehört, beim anderen zu erkennen, was er selber vielleicht nicht erkannt hat. Das ist ja eine Fähigkeit. Im Prinzip, dass man eine Empathie mitbringt, dass man sich in den anderen reinversetzt und genau sieht, ein klares Bild davon hat, oh, wo blockiert er sich eigentlich selber, was man selber in seinem Alltag einfach gar nicht sieht. Also mit welcher Technik wirkst du dann auf mich ein? Also ist das die Erkenntnis oder wie kann ich mir das vorstellen? Es kommt immer ganz darauf an. Wenn ich merke, dass du offen dafür bist, genau diese Dinge zu verändern,
ist es anders, wie ich auf dich einwirke, als wenn du dich komplett hinstellst und sagst, nö, mache ich jetzt nicht. Es kommt immer auf den Typ an, weil sehr oft kommt das Ego natürlich mit rein und will dich aufhalten, genau diese Dinge zu verändern, weil das Ego will gebraucht werden. Das Ego sagt, nein, ich will nicht in den Hintergrund geschubst werden, und dann kommt es nach vorne und dann versucht es, den Prozess aufzuhalten, was auch eine Herausforderung für den Mentor in dem Moment ist. Das heißt, in dem Moment, wo du den Raum betrittst und sagst, ich mache jetzt ein Mentoring, bist du offen, aber sobald es gewissen Programmen an den Kragen geht, kommt das Ego und sagt, nein, stopp, ich will das jetzt nicht. Und dann ist es wichtig, aufzuwecken. Ja, dann werde ich auch mal härter und sage, pass auf, wenn du das jetzt nicht änderst, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Ja, und da ist es halt wichtig, nicht drum herum zu reden, sondern den Menschen wirklich bewusst zu machen, woran liegt es. Und da gehört dann auch mal eine gewisse Härte dazu, wenn es halt wirklich um solche Konditionierungen und Selbstsabotage geht. Weil das ist jetzt noch wichtig anzumerken, der Grund, warum sehr, sehr viele Menschen ihr Ziel nicht erreichen, ist zu 90% aller Fälle die Selbstsabotage. Immer. Und dann ist es notwendig, wirklich mal in your face, ganz genau, zu sagen, woran es liegt, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Dann kann die Bombe platzen, dann ist man vielleicht ein paar Tage wirklich auch mal down. Aber wenn man den Prozess annimmt und wirklich sagt, ich mache das jetzt, mir ist mein Ziel wichtig, ich werde dieses Ziel no matter what erreichen, dann hat man die Möglichkeit, sich umzukonditionieren und sich auf Erfolgsmindset einzustellen. Sehr, sehr cool. Also ja, das scheint nicht wie eine passive Massage zu sein, sondern verflucht, hier muss man wirklich arbeiten scheinbar. Absolut. Und man muss auch den Willen haben, sich zu verbessern als Grundvoraussetzung. Also man muss offen sein, sich darauf einzulassen. Und ja, wenn man mal was gehört hat, wie sagt man so schön, the speech is a virus, das kann man dann nicht zurücknehmen. Und man erkennt dann wahrscheinlich permanent, oh, jetzt mache ich mich eigentlich wieder selber fertig. Und alleine das schon, verstanden, wirkt wahrscheinlich auch schon Veränderungsprozess. Ja. Kann ich mich eigentlich auch schon dadurch verändern oder hilft das, wenn ich mich mit positiven Mindsets umgebe, die gut drauf sind, erfolgreich sind? Hat das eine Auswirkung auf mich? Absolut, das ist auch absolut notwendig. Okay. Du musst dich mit Menschen umgeben, die bereits schon da sind, wo du bist. Weil wenn du derjenige im Raum bist, der der Schlauste ist, wirst du nie lernen. Du musst mit Menschen im Raum sein, die schon weiter sind als du, damit du lernen kannst. Okay. Und deswegen, wenn du auf dem Weg bist, große Ziele zu erreichen, macht es für dich keinen Sinn, dich mit Menschen zu umgeben, die vom Mindset her lower sind als du, weil die ziehen dich immer mit runter. Verstehe. Also Selbstsabotage kann auch sein, dass ich mich eigentlich primär mit Menschen umgebe, die nicht besser sind als ich. Absolut. Also, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle Werbung für meine Nordzypern-Tour. Coole Leute mit dabei, Leute, die es schon richtig geschafft haben, Fachleute, Erfolgsmenschen, und genau darum geht es ja auch in unserer Nordzypern-Reise, dass wir uns als Gruppe zusammensetzen und zu schauen, hey, was können wir machen, um alle in Summe besser zu werden, und da nehme ich mich auch selbst nicht aus. Ich habe auch immer Interesse, mich zu verbessern, und das heißt für mich auch offen zu bleiben, die Ansicht zu vertreten, dass in jedem von uns eine Botschaft steckt, die mich selber auch weiterbringt, und genau darum geht es. Und ich kann euch ganz stark ans Herz legen, das Buch von der Satya selber mal zu lesen, um sich dafür das Thema zu öffnen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr sabotiert euch immer selber und das geht einfach nicht voran, vielleicht auch mal das Gespräch zu suchen. Ihr habt gesehen, das war jetzt auch für mich sehr faszinierend. Ich habe wieder was dazugelernt. Wir haben zwischendurch mal ausgemacht. Da habe ich einen Satz heiße Ohren verpasst gekriegt. Das fand ich auch total super. Habe selber wieder was dazugelernt. Genauso muss es sein. Ich verlinke euch dieses Buch auch nochmal unter dem Video, und dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, selber Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, euch hat dieses Thema interessiert. Auch wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach unter das Video kommentieren. Ich bin sicher, dass die Sadia die eine oder andere Frage dann auch oder den Hinweis mal so beantwortet, damit ihr was von lernen kann, weil das ist ja genau die Idee dieses Kanals, euch weiterzubringen, damit ihr der werdet, der ihr eigentlich sein wollt. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Nürnberg. Magst du noch irgendwie ein Schlusswort sagen oder einen Gruß absondern? Zum Schluss möchte ich noch die Message rausbringen, dass egal wie schwer eine Situation gerade scheinen mag oder von außen auf dich einwirkt, behalte dein Ziel immer im Auge und sorge dafür, dass du immer Schritt für Schritt weiterkommst, weil alles andere ist Stillstand, und Stillstand ist auch immer Rückstand. Das heißt, immer stark bleiben und dafür sorgen, dass du weiterkommst.
Cooles Schlusswort. In dem Sinne, coole Woche, lasst euch gut gehen und viel Erfolg bei dem, was ihr vorhabt.